Ein nächstes Kryptoprojekt, welches den Anspruch vertritt, das Blockchain-Trilemma zu lösen, steht schon vor der Türe. Es wird mit unfassbaren Renditen geworben, um den Investoren den Mund wässrig zu machen und FOMO zu erzeugen. Wir sehen wie immer mit einem nüchternen und kritischen Blick auf die ganze Sache und nehmen BlockDAG heute auseinander, um euch bei der Entscheidung zu unterstützen, ob man hier investieren sollte oder nicht. Bis gleich. So meine Lieben, herzlich willkommen wieder zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Der Bullenmarkt, der kommt so langsam in Fahrt. Das merkt man daran, dass viele neue Unternehmungen das Licht der Welt erblicken. Einige könnten relativ interessant sein, viele sind es aber nicht und werden genauso schnell wieder in der Versenkung verschwinden, wie sie aufgetaucht sind. BlockDAG möchte mit einer Proof-of-Work-Blockchain und seiner revolutionären Directed Acyclic Graph Struktur ganz vorne mitmischen. Die Blockchain ist zwar nicht EVM-kompatibel, also nutzt nicht die gleichen Smart Contract Strukturen wie zum Beispiel Ethereum, soll aber trotzdem Smart Contract fähig sein und 10 bis 100 Blocks pro Sekunde abfertigen können und dabei natürlich vollkommen dezentral und sicher aufgebaut sein. Die Details zu diesem neuen und wahrscheinlich revolutionären Projekt folgen jetzt in den nächsten Minuten. Bevor wir starten, noch eine kurze Bitte, wenn ihr es schätzt, dass wir mehrmals pro Woche für euch auch diese überaus kritischen und nüchternen Analysen verfassen, dann hinterlasst sehr gerne einfach nur einen Daumen hoch. Das würde uns sehr beim Kanalwachstum helfen und leitet auch sehr gerne diese Videos an andere interessierte Investoren weiter. Mit dem gesagt, starten wir. Das erste, was über das Projekt zu sagen ist der Umstand, dass es wirklich noch ganz am Anfang steht. Die Blockchain kann momentan noch nicht einmal getestet werden, lediglich zu Entwicklerzwecken ist es vorhanden, damit eben noch nach eigenen Angaben zumindest die Entwicklung vorangehen kann. Der Presale des Blockchain-eigenen Tokens, der läuft momentan, der sogenannte BDAG, der kann, wie schon hier gesagt, einmal gekauft werden, aber auch selber geschürft werden, da kommen wir später noch darauf zu sprechen. Wir sind momentan im Batch Nummer 20. Das bedeutet, dass hier der Preis schon 19 Mal angehoben wurde. Der Startpreis lag bei 0,001 USDT pro BDAG und bedingt durch die Tatsache, dass immer verschiedene Mengen schon verkauft wurden, ist der Preis dann schrittweise angehoben worden auf momentan 0,015 USDT. Der Launchpreis, also der Startpreis bei Listing, an den verschiedenen zentralen, aber auch dezentralen Börsen soll bei 0,05 USDT liegen. Wir werden uns später angucken, ob das tatsächlich realistisch ist zu halten. Wie schon vorher kurz erwähnt, gibt es auch die Möglichkeit, anstatt den Coin zu kaufen, selbst zu schürfen. Es gibt hier zum einen eine Cloud-Mining-App, die BlockDAG X1, die man mit jedem Smartphone nutzen kann und die auch selber keine Energie frisst. Und dann gibt es ganz klassische Proof-of-Work-Miner, angefangen vom X10 bis zum X100, die allerdings erst 2025, wenn sie bestellt werden, ausgeliefert werden sollen. Die Tokenomics sehen folgendermaßen aus. Es gibt insgesamt 150 Milliarden von dem BDAG-Coin, dann später insgesamt. 66% von diesen 150 Milliarden werden für die Community zurückgehalten. Die werden folgendermaßen aufgeteilt. Von diesen 66% werden 80% an die Miner ausgeschüttet, 15% für Incentives, also für irgendwelche anderen Anreize reserviert und 5% dann in den dementsprechenden Liquidity Pools hinterlegt, damit auch dann ein Handel diesbezüglich stattfinden kann. 33% von den insgesamt 150 Milliarden werden im Presale dann eben verkauft. Hier ist aus dem White Paper herauszulesen, dass die verkauften BDAGs über den Presale mit einem Vesting, welches über 3 Monate läuft, dann verteilt werden sollen. Das bedeutet, dass anfänglich, sobald der Presale beendet ist, 40% sofort ausgeschüttet werden und dann 3 mal 20%, wie schon gesagt, über 3 Monate dann ausgeschüttet werden. 1% ist für das Team reserviert. Das bedeutet, dass im Endeffekt das Team einen Anreiz hat, hier den Wert des BDAG-Coins recht hoch zu halten, damit es eben auch die Möglichkeit hat, hier an den eigenen Token zu verdienen. Hier ist aus dem White Paper herauszulesen, dass die Team-Tokens 2 Jahre lang gesperrt sind.
Die dazugehörigen White Paper haben wir uns natürlich komplett angeguckt. Hier gibt es zwei verschiedene. Es gibt einmal das White Paper in der Version 1, was ihr hier seht. Das ist mehr oder weniger ein Verkaufsprospekt, was relativ unspezifisch geschrieben wurde. Damit kann man auch tatsächlich relativ wenig anfangen. Das zweite White Paper ist hingegen relativ technisch geschrieben, wo eben beschrieben wird oder zumindest versucht wird, hier zu erklären, wie denn die Blockchain funktioniert und dieser Directed Acyclic Graph funktioniert. Da muss ich allerdings zugeben, da habe ich nicht wirklich viel verstanden. So gut sind meine IT- und Mathematikkenntnisse nicht, als dass ich hier verifizieren könnte, dass das, was hier geschrieben wird, auch tatsächlich der Wahrheit und einer gewissen Werthaltigkeit entspricht. Zu guter Letzt ist noch zu erwähnen, dass Blockdeck hier auch eine eigene Payment Card, also eine eigene Kryptokarte herausbringen möchte, mit der man dann die BDAG-Coins, aber auch andere Kryptowährungen über eine KYC-freie Karte dann wieder ausgeben kann. Ob das natürlich so realisiert werden kann, steht noch in den Sternen. Viele Projekte vor Blockdeck haben es nicht geschafft. Es gibt nur einige wenige, die tatsächlich KYC-freie Kryptokarten anbieten können. Erst recht, wenn es um physische Karten geht. Werfen wir mal einen etwas detaillierteren Blick auf die Miner. Kurz mal zum Blockdeck X1, also diese Cloud Mining App. Diese könnt ihr euch völlig kostenlos herunterladen. Die Links hierzu sind auf der Blockdeck Homepage unten im Footer zu finden. Es gibt es einmal für iOS, aber auch für Android. Wie schon gesagt, diese ist komplett kostenlos zu haben. Da müsst ihr auch keinerlei KYC durchführen und könnt lediglich mit der Verifizierung einer Telefonnummer, das ist einfach nur die, man könnte sagen, Sicherheit, dass ihr nicht mehrfach vom gleichen Nutzer abgestaubt werden kann, bis zu 20 BDAG-Coins pro Tag kostenlos schürfen, indem ihr einfach nur einmal pro Tag einen Knopf drückt, der einen Schürfzyklus wieder aktiviert. Werfen wir mal einen etwas genaueren Blick auf die Miner, die ihr tatsächlich physisch erwerben könnt. Es gibt drei verschiedene, X10, X30 und X100. Je größer die Zahl ist, desto größer ist der Miner und desto mehr BDAG-Coins könnt ihr dann damit schürfen. Ich habe hier jetzt einfach mal eine Excel-Tabelle erstellt, die ich euch natürlich unten in der Videobeschreibung verlinke für diejenigen, die selbst so eine Amortisationsrechnung für sich vornehmen möchten. Hierbei ist zu erwähnen, dass die farblich markierten Felder nur für euch interessant sind. Das heißt, hier gebt ihr im Endeffekt ein, welchen Kurs ihr beim BDAG erwartet und wie hoch die Kosten pro Kilowattstunde Strom bei euch sind. Der Rest wird alles automatisch ausgerechnet bzw. befüllt. Wir haben jetzt hier also einfach mal den Kaufpreis eines X10s hergenommen, haben gesehen, dass dieser 40 Watt pro Stunde benötigt. Dieser schürft bis zu 200 BDAG pro Tag bei einem angenommenen Launchkurs von 5 US-Cent oder 5 Euro-Cent. Wir haben jetzt diese Kursdifferenz nicht bereinigt, weil das keinen großen Unterschied macht. Und wir haben jetzt hier mal mit 0,29 Euro bzw. 29 Cent pro Kilowattstunde für den Strom gerechnet. Das ist der europäische Durchschnitt. Haben wir Stromkosten pro Monat von ungefähr 8,35 Euro. Das heißt, wenn der X10 Miner 24 Stunden und 31 bzw. 30 Tage pro Monat läuft, dann sind das eben genau diese Stromkosten. Die BDAGs, die pro Monat gemeint werden, sind dann eben diese 200 mal 30 Tage und das entspricht einem Gegenwert mit dem aktuellen Kurs multipliziert oder mit dem zukünftigen Kurs multipliziert von etwa 300 Euro. Wenn wir also den Coinwert mit den Stromkosten verrechnen, die Stromkosten also von dem Coinwert abziehen und hier eine Amortisationsdauer ausrechnen, indem wir wissen wollen, wann sich der Kaufpreis des Miners gerechnet hat, dann sind wir hier bei 1,8 Wochen. Das heißt, bereits nach 2 Wochen hat sich der Kaufpreis des Miners schon durch den Verkauf der BDAG-Coins amortisiert, wenn natürlich dieser Preis gehalten werden kann. Und genau das gleiche haben wir jetzt mit dem X30 und mit dem X100 gemacht. Das ist im Endeffekt ganz genau die gleiche Rechnung. Es ist hier tatsächlich nicht viel umhin, was die Amortisationsdauer angeht. Bei dem X30 sind es 2,8 Wochen, also knappe 3 Wochen und bei dem X100 sind es 2,2 Wochen, also ein bisschen mehr als 2 Wochen. Wie schon gesagt, die Excel-Tabelle könnt ihr unten mit einem Link herunterladen. Dann könnt ihr selbst so eine Berechnung durchführen. Wir stellen hier aber fest, dass mit einem angenommenen Launchpreis von 5 Cent oder 5 Euro-Cent pro BDAG-Coin die Amortisationsdauer verschwindend gering ist und sich bereits nach 2 bis 3 Wochen der Einsatz wieder herauskristallisiert hat. Und da stellt sich natürlich die Frage, ob das tatsächlich realistisch ist. Das hört sich viel zu gut an, um wahr zu sein. Und wir kommen jetzt in den nächsten Folien drauf, warum hier tatsächlich näher hingeschaut werden sollte.
Also, lasst uns mal zusammen einige Fragen aufwerfen und ein bisschen hinter die Kulissen blicken. Nummer eins stellt sich natürlich die Frage, wie realistisch ist denn überhaupt der Launchpreis von 5 US-Cent? Wir haben jetzt hier mal die Berechnung der Marktkapitalisierung vorgenommen. Warum? Weil wir über die Marktkapitalisierung relativ gut herausfinden können, ob ein Tokenpreis oder ein Coinpreis gerechtfertigt ist. Wir stellen jetzt hier mal fest, dass ja das Ziel ist, 50 Milliarden BDAG-Coins aus dem Presale zu verkaufen. Dann gibt es 1,5 Milliarden Coins des Teams. Das bedeutet also, wir haben 51,5 Milliarden Gesamtversorgung zum Launch. Wir haben jetzt hier die physischen Miner weggelassen. Warum? Weil diese erst später ausgeliefert werden, voraussichtlich Q1 oder Q2 2025. Und wenn der Launch natürlich vorher stattfindet, dann sind die geschürften Coins der Miner hier nicht zu berücksichtigen, weil noch keine geschürft wurden. Allerdings ist die Cloud Mining App jetzt schon zu nutzen, sprich die X1 Coins, die werden jetzt schon geschürft. Die haben wir jetzt aber mal weggelassen, um, ja, ich würde mal sagen, positiver zu rechnen. Das heißt, in der Praxis wird das Ergebnis wesentlich schlechter ausfallen. Wir rechnen hier also optimistisch, um euch ja auch relativ klar zu zeigen, was euch erwarten könnte. Okay, lasst uns also mal mit der Rechnung beginnen. Wir haben jetzt hier 51,5 Milliarden Coins, wie schon in der vorherigen Folie berechnet, mit einem Launchpreis von angekündigten 5 US-Cent. Wenn wir diese beiden Zahlen jetzt miteinander multiplizieren, dann haben wir eine Marktkapitalisierung von 2,57 Milliarden US-Dollar. Jetzt stellt sich die Frage, ist diese Marktkapitalisierung für eine Blockchain realistisch, die schon in 4 Monaten, denn im White Paper wird ausgeführt, dass relativ schnell gestartet werden soll, also die schon in 4 Monaten mit dem Mainnet online gehen soll. Das bedeutet im Endeffekt ja, dass in 4 Monaten erst richtig auf der Blockchain gearbeitet werden kann. Das Testnet ist natürlich wahrscheinlich auch schon 1 oder 2 Monate vorher aktiv, sodass auch andere Entwickler von anderen Protokollen schon testen können, aber der echte Betrieb, der kann in 4 Monaten bereits losgehen. Und jetzt vergleichen wir doch diese Tatsache einfach mal mit anderen Blockchains, die eine ähnlich hohe Marktkapitalisierung haben. Da haben wir jetzt einfach mal 5 Stück für euch herausgesucht. Nebenzu bemerkt, die Recherche für dieses Video hat wirklich viel Zeit in Anspruch genommen, auch die Präsentation zu erstellen. Wäre wirklich nett, wenn ihr das mit einem Daumen hoch honorieren könntet. Also, lasst uns mal anfangen. Wir haben uns hier jetzt einfach mal die Aptos-Chain auch einmal angeguckt. Die hat momentan eine Marktkapitalisierung von etwa 2,9 Milliarden, hat ein Total Value Locked von über 300 Millionen US-Dollar. Das heißt, das sind Investoren, da ist das Kapital der Investoren drauf verwendet und gebunden in den dementsprechenden Smart Contracts und das auf über 36 verschiedene Protokolle verteilt. Das heißt, die Anwendungsfälle sind auch schon relativ breit. Ein nächstes Beispiel, die Stacks Chain. Die hat eine Marktkapitalisierung von etwa 2,5 Milliarden und ein Total Value Locked von über 80 Millionen und hat 11 Protokolle hier bereits schon aktiv am Laufen. Jetzt kommen wir zum nächsten, die Hedera Chain. 2,4 Milliarden Marktkapitalisierung, über 60 Millionen und 8 Protokolle. Mantle Chain, 2,3 Milliarden, das ist jetzt relativ interessant, die hat 450 Millionen Total Value Locked und über 76 Protokolle. Und jetzt kommt meines Erachtens das aussagekräftigste Beispiel, und zwar die Arbitrum Chain. Da ist ein kleiner Tippfehler mit drin, aber das sollte euch nicht stören. 2,2 Milliarden Marktkapitalisierung, das heißt alle Arbitrum-Token, die momentan im Umlauf sind, mit dem aktuellen Kurs multipliziert. Da gibt eine Marktkapitalisierung von 2,2 Milliarden. Und das Total Value Locked liegt bei 2,8 Milliarden US-Dollar und das ist über 553 Protokolle verteilt. Jetzt haben wir uns mal ein paar Blockchains angeguckt, die in der gleichen Marktkapitalisierungsgröße spielen, wie dann eben auch die Blockstack-Blockchain spielen möchte. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, welchen Use Case hat der BDAG bis zum Launch? Ist er ähnlich zu verwenden wie zum Beispiel die anderen Coins der anderen Blockchains? Warum sollte man denn ihn überhaupt halten und nicht verkaufen? Es macht natürlich nur Sinn, den Coin zu halten, wenn man mit ihm auch etwas anfangen kann. Und wenn er tatsächlich keinen eigenen Use Case hat, dann wird er natürlich von den Menschen verkauft, um Gewinne zu realisieren, um auch die Kosten der Miner wieder reinzuholen. Und das sorgt natürlich für einen kontinuierlichen Verkaufsdruck. Wie wird die Marktkapitalisierung gerechtfertigt? Auch im Vergleich zu den ganzen anderen Blockchains, die ja einen Haufen Infrastruktur schon aufgebaut haben. Und wir dürfen nicht vergessen, dass die Blockstack bereits in 4 Monaten im Mainnet online geht. Das heißt, ein zumindest ähnliches Setup vornehmen müsste, eine zumindest ähnliche technische Infrastruktur mit verschiedenen Protokollen aufbauen müsste, um die gleiche Marktkapitalisierung der anderen zu rechtfertigen. Die
Dokumente, die verschiedenen White Paper und die FAQs, die bieten hier definitiv keine Erklärung und keine Beantwortung auf diese Fragen. Und diese sind auch, das haben wir immer wieder festgestellt, sehr unkonkret ausgeführt und relativ schwammig. Wie ihr seht, gibt es allein schon aus der wirtschaftlichen Natur des Projektes heraus einige Dinge, die es zu beachten gilt. Das reicht allerdings noch nicht, denn hier gibt es einige Scam-Indikatoren, die definitiv beachtet werden müssen. Zum einen ist es so, dass der Keynote-Speaker der 2 Videos ein Schauspieler ist. Das heißt, hier wurden bereits 2 Videos produziert, um die Investoren über aktuelle Entwicklungen zu informieren. Und hier haben sich nicht mehrere Mitglieder des Entwicklerteams vor die Kamera gestellt, um relativ transparent zu sein und auch greifbar zu sein, sondern hier hat man einen Schauspieler engagiert. Das muss nichts heißen, aber es ist definitiv bedenkenswert. Nummer 2. Charlie Lee, der als der Erfinder von Litecoin gilt, ist entgegen der Behauptung von Blockjack über eine Social-Media-Plattform kein Berater des Projektes. Und das ist natürlich sehr, sehr bedenklich. Warum? Weil Charlie Lee hier selbst schon widersprochen hat. Und ja, wenn ein Projekt solche Informationen teilt, obwohl sie nicht wahr sind, dann ist hier auf alle Fälle allerhöchste Vorsicht geboten. Nummer 3. Es wurde auch schon Michael Saylor als Unterstützer für das Projekt genannt und das kann definitiv nicht stimmen, weil Michael Saylor ein Hardcore-Bitcoiner ist, der immer wieder bestätigt, dass Bitcoin nur die einzig wahre Kryptowährung ist. Alle anderen Altcoin und Altcoin-Projekte sind für ihn Müll und von daher kann das ebenfalls nicht stimmen. Hier wird also offensichtlich mit prominenten Figuren versucht, den Anschein von Seriosität zu wecken, was natürlich relativ eindeutig ist, wo das hinführen könnte und warum das gemacht wird. Weiterhin haben wir über einen Umweg festgestellt, dass die White Paper von Blockjack durch ein AI-Programm geschrieben worden sind. Das heißt, da hat nicht ein Mensch oder haben sich nicht mehrere Menschen die Mühe gemacht, hier möglichst kreativ, aber auch verständlich die Essenz des Projektes den Investoren rüberzubringen, sondern da wurde einfach ein Projekt bzw. ein Programm genutzt, um diese Dateien zu verfassen. Sagen wir es einfach mal so. Dann, das ist auch ein relativ kritischer Aspekt, es wurde immer wieder behauptet, dass die Blockjack Miner, also die physischen Miner, die Möglichkeit ebenfalls hätten, nicht nur den BDAG-Coin zu schürfen, sondern, weil es anscheinend der gleiche Mining-Algorithmus ist, gleichzeitig auch Bitcoin und Casper zu minen. Und das ist definitiv verkehrt. Warum? Weil hier nicht der gleiche Algorithmus genutzt wird. Es wird zwar der Standard SHA-256 genutzt, aber Bitcoin und Casper können definitiv nicht mit dem gleichen Miner geschürft werden wie der BDAG-Coin. Die Info ist also definitiv falsch und hier wird irreführende Werbung betrieben. Und zu guter Letzt ist noch zu nennen, dass hier ein sehr fragwürdiges Marketing betrieben wird, bei dem hier den Investoren ja schon fast versprochen wird, ein 30.000x mit dem BDAG-Coin machen zu können. Und das erzeugt natürlich FOMO, also die Angst, etwas zu verpassen. Und das ist mehr als unseriös. Falls sich wieder erwartend herausstellen sollte, dass Blockjack kein Scam ist, wird der Launchpreis definitiv nicht haltbar sein, weil es unseres Erachtens überhaupt keine Substanz hinter dem ganzen Projekt, zumindest momentan, und auch nicht in so einer kurzen Zeit in der Zukunft dahinter stehen wird. Somit wird der Preis des BDAG-Coins zum Launch weit unter 1 Cent fallen. Die Amortisationsdauer der physischen Miner wird somit erheblich länger. Das kann über einige Monate dann gehen, vielleicht sogar über einige Jahre, je nachdem, wie stark der Preis des Coins dann eben sinkt. Denn ihr dürft nicht vergessen, diejenigen, die sich die Miner gekauft haben, die wollen relativ schnell Return on Investment sein. Deswegen wird am Anfang und ja, die ersten Monate wahrscheinlich erst einmal kräftig verkauft, sofern die Miner überhaupt ausgeliefert werden. Und das sorgt natürlich dafür, dass hier definitiv ein starker Verkaufsdruck herrschen wird. Risikobegrenzung und somit auch die Empfehlung: Wenn ihr tatsächlich denkt, dass es sich hier um ein legitimes Projekt handelt, dann solltet ihr intelligent vorgehen. Wenn ihr tatsächlich denkt, dass hier ein 30.000x möglich ist und dass der nächste Muno-Coin wird, dann habt ihr die Möglichkeit, über die kostenlose X1 Miner App völlig ohne Risiko an dem ganzen Projekt zu partizipieren. Ihr könnt hier bis zu 20 Coins pro Tag minen. Das sind also 600 Coins pro Monat. Und stellen wir uns mal vor, der Coin geht wirklich auf 1 Euro, auf 5 Euro oder auf 10 Euro hoch, dann reichen euch diese 20 Coins pro Tag, um schon einen riesen Reibach zu machen. Und wenn es nichts wird, dann habt ihr absolut nichts verloren. So sieht unseres Erachtens intelligentes Vorgehen aus. Zu guter Letzt möchten wir noch zusammenfassen. Auch wenn das Projekt schon über 50 Millionen US-Dollar eingesammelt hat, zumindest
nach eigenen Angaben. Ob es wirklich stimmt, wissen wir nicht. Hat es uns definitiv nicht überzeugt. Unrealistische, kurzfristige Preisziele für den Blockchain-eigenen Coin. Sehr, sehr wenig Substanz in den Dokumenten und ein aggressives Marketingverhalten, das noch dazu sehr, sehr unseriös ist. Und jetzt noch dazu die im Nachhinein auch aufgeploppten Scam-Indikatoren bzw. Red Flags schrecken uns eigentlich nur von dem ganzen Projekt ab. Falls wir uns tatsächlich irren, dann könnt ihr, wie schon gesagt, mit der kostenlosen X1 Cloud Mining App trotzdem an dem ganzen Projekt partizipieren, ohne dass ihr hier irgendein Risiko eingehen müsst. Wir werden euch ein separates Video noch von einem englischsprachigen YouTube-Kollegen verlinken, der etwas näher auf die Scam-Gründe eingegangen ist. Vielleicht hilft euch das noch ein bisschen mehr, unserem Weg und unserer Empfehlung zu folgen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, hinterlasst sehr gerne einen Daumen hoch. Leitet es auch sehr gerne an andere Investoren von BlockTech oder interessierte Investoren von BlockTech weiter. Und wir sagen, wie immer, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video.